Hallihallo meine lieben Freunde des Nageldesigns, ich bin's wieder, eure Sherry von Sherry Creative und heute komme ich mit einem ganz tollen Thema, denn das ist seit vielen Jahren mein Lifestyle und zwar gibt es etwas Neues, nämlich eine Stempelplatte von Clear Jelly Stamper und die durfte ich gemeinsam mit Clear Jelly Stamper entstehen lassen, eine Kollaborationsplatte und die steht ganz im Zeichen des Pin-Up und ich würde jetzt auch nicht lang quatschen, sondern direkt an den Nageltisch gehen, damit wir uns das Ganze gemeinsam anschauen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn ich darf euch 2 Platten verlosen. Mehr dazu zum Schluss, da sehen wir uns gleich nochmal. Also bis dann, ciao! Hallo und willkommen an meinem Nageltisch. Und ja, ich weiß, ich habe lange nichts von mir hören und sehen lassen, aber dafür komme ich zurück mit einem Riesenknaller, zumindest für mich. Ich bin mega happy. Ich bin definitiv mega happy. Ich habe YouTube und euch auch echt vermisst und einige haben auch schon wieder gesagt, lebst du noch? Kommen noch Videos? Ja, ja, sie kommen. Und natürlich auch mit Ton. Ich hatte ja zuletzt ein Video probiert, in dem ich mal nichts gesagt habe. Und da haben sich ganz viele von euch beschwert, wo ich dachte, ich freue mich, denn ich kann viel quatschen. Und ja, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter. Wer die Thumbnail gesehen hat, weiß ja, worum es geht. Das Intro hat ja auch schon einiges verraten. Ich freue mich. Ich habe eine Kooperation mit meiner absoluten Lieblingsmarke. Ich habe ja auch schon in meinen vorherigen Videos immer wieder durchblicken lassen. Ich liebe Stamping über alles. Es ist einfach eine schöne Möglichkeit, in relativ schneller Form sehr detailreiche Bilder, Muster auf die Nägel zu bekommen. Und wer mich ein bisschen genauer kennt und nicht nur meinen Kanal hier, der weiß, ich bin eigentlich auch Fotografin. Und seit über 10 Jahren stehe ich auch immer wieder vor der Kamera. In letzter Zeit war das natürlich auch etwas weniger, denn dafür, dass ich hier weniger Zeit habe, das gilt dann auch für all meine anderen Hobbys und ja, Lieblingsthemen, mit denen ich mich privat beschäftige. Und ja, wie gesagt, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter. Das Video habe ich auch schon angefangen zu filmen vor einer Woche. Ich lebe in einer Dachgeschosswohnung. Hier war es so brütend heiß, wo ich gedacht habe, ich lasse es jetzt sein. Ich habe angefangen zu filmen. Das Material wollte definitiv nicht mehr. Ich hatte ja 30 Grad in meiner Wohnung, hätte nur mit Ventilator arbeiten können. Heißt aber auch, ich hätte euch mindestens ein Voice-Over machen müssen. Das Material wollte auch nicht mehr. Und da dachte ich mir, ich lasse es einfach sein. Genau, so, und jetzt geht's los. Oh Gott, ich bin genauso aufgeregt wie ja, beim ersten Versuch aufzunehmen. Und zwar habe ich eine Kooperation mit Clear Jelly Stamper. Vielleicht kurz das Logo. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch Clear Jelly Stamper. Das ist jetzt keine Marke, die bei uns in Deutschland sehr rege vertreten ist. Schade eigentlich. Ich hoffe, das wird mehr. Und hier war ja die Debbie, das ist die Inhaberin und Gründerin, war auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, ab und an machen wir Kooperationsplatten. Hättest du nicht Lust? Wir finden deinen Lifestyle toll. Und ich habe gedacht, das ist ein Scherz. Aber das war kein Scherz. Und also das ist wirklich, keine Ahnung, wie wenn Weihnachten 3-mal im Jahr ist, das ist eigentlich gar kein Vergleich. Ich habe mich so gefreut, denn Pin-Up, Vintage, das ist einfach mein Lifestyle, dafür lebe ich, das liebe ich über alles. Das prägt mein Leben seit weit über 10 Jahren wirklich sehr präsent. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Und ja, dann haben wir gemeinsam an den Platten gearbeitet und es ist nicht nur eine Platte geworden, sondern sogar 2. Ich zeige die euch jetzt hier einfach mal ganz kurz. Ich habe die natürlich auch schon ausgepackt. Diese Platte zeige ich euch genauer in meinem nächsten Video, einfach weil ich auch nicht möchte, dass irgendetwas untergeht. Ja, vielleicht ganz kurz zu Clear Jelly Stamper. Wer ist Clear Jelly Stamper? Clear Jelly Stamper ist der Erfinder des klaren Jelly Stampers. Genau, das haben wir der Debbie zu verdanken. Den gab es vorher nämlich nicht. Es gibt, jetzt muss ich mal schnell schauen, habe ich das hier griffbereit parat in meinem Schrank. Sekunde. Voila. Ist auch noch eingepackt. Diese Stamper kennen sicherlich alle soweit. So fing Stamping vor ein paar Jahren an, auch von der Firma Konad.
die meines Wissens, berichtigt mich gerne, ich bin jetzt nun kein Spezialist in Nagel-Nail-Art-Historie, aber meines Wissens Kunert ist eine deutsche Firma und hat auch das Stamping erfunden. Natürlich wird das Ganze immer weiterentwickelt und die Debbie ist auch eine Nageldesignerin und hat sich gedacht, ich kann nicht so gut zeichnen. Wie bringe ich denn meinen Kunden schöne Motive relativ schnell auf die Nägel? Da ist natürlich so ein Stamper, der nicht klar ist, jetzt keine besonders einfache Lösung. Und sie hat das Ganze sogar ausgeweitet und hat das Layer Stamping erfunden. Und ja, vielleicht kurz zur Platte. Mit jeder Platte kommt inzwischen so ein Sheet mit. Das ist auch verbessert worden in den Jahren. Da seht ihr die ganzen Motive. Das sind Motive, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben. Ja, von Overlays für die gesamten Nägel. Und man sieht auch, das sind auch wirklich große Motive, die auch auf größere und längere Nägel passen. Ich habe jetzt keine ultralangen Nägel, aber wenn man zum Beispiel auch so ein Motiv diagonal aufsetzt, dann hat man schon viele Möglichkeiten. Viele Einzelmotive, die mit 2 Layern gestampt werden können, wie zum Beispiel das Mikrofon. Ich zeige euch das gleich. Vielleicht der eine oder andere sagt jetzt, was ist um Gottes Willen Layer Stamping? Ich habe auf jeden Fall für euch wieder Kapitel angelegt und wem das jetzt zu langweilig ist und einfach sehen möchte, wie das funktioniert, einfach Kapitel weiterdrücken. So, hier kommen die Motive. Das ist quasi ein Chart. Ich nutze das Ganze auch immer und stelle mir das dann auf meinen Arbeitsplatz, damit ich beim Stampen quasi auch meine Motive sehe. Das hilft nämlich sehr. Dann kommt jüngst, das ist auch relativ neu, dass das bei den Stempelplatten mit dabei ist, quasi so ein durchsichtiges Chart, in dem ihr die Motive nochmal seht. Und das ist wirklich, wirklich hilfreich. Zum einen könnt ihr natürlich schauen, wie passt mein Motiv, was ich stempeln möchte, auf meinen Nagel oder das meiner Kundin. Oder wie sieht das Ganze dann auch kombiniert aus mit Farbe. Da hat man eine etwas genauere Vorstellung. Und ihr könnt auch schauen, wenn ihr nämlich zum Beispiel, suche ich mir mal hier ein Beispiel, wenn ihr zum Beispiel Motive miteinander kombinieren möchtet, dann könnt ihr einfach schauen, ne, wenn ich jetzt dieses Pin-Up hier auf die Karten setze, kann ich schauen, funktioniert das überhaupt? Ich anfange und dann wieder von vorne anfange zu stempeln, habe ich da quasi die Möglichkeit zu probieren. Auf der Rückseite ist auch nochmal erläutert, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch das jetzt einfach live. Wir stempeln quasi hier in Layern, um ein fertiges Motiv entstehen zu lassen. Hat so ein bisschen was vom Siebdruck, würde ich sagen. So werden ja auch T-Shirts teilweise hergestellt. Wer meinen Insta-Kanal noch nicht folgt, den darf ich hier motivieren, das Ganze zu tun, denn da habe ich schon die ein oder anderen Arbeiten gezeigt. Ich habe mich hier selber inzwischen an der Platte probiert und habe einzelne Motive schon mal auf Tipps aufgebracht, habe ein bisschen geübt. Wie gesagt, es funktionierte vorige Woche leider nicht, einfach weil es viel, viel zu heiß war in meiner Wohnung. Hier habe ich auch noch wunderschön, das kann ich, wenn euch das interessiert, wie diese Technik funktioniert, kann ich da auch noch mal ein Video zu machen. Denn zu den Stempelplatten werde ich definitiv 3 Videos machen. Das erste Video seht ihr gerade, das ist das zu der Pin-Up-Stempelplatte. Die zweite Stempelplatte ist ja mit Tattoo-Motiven. Und beide Platten kann man nämlich auch super kombinieren. Die gibt es auch im Bundle zu kaufen. Und das ist jetzt wirklich Oldschool, Rockabilly, Tattoo-Motive. Hier habe ich mit Water Ink Colors gearbeitet. Ich finde das mega, mega schön. Und wie gesagt, auf Insta sieht man die ein oder anderen Arbeiten nämlich auch schon. Und dann würde ich das jetzt hier mal mopsen. Das brauchen wir dann eh gleich. Bringe ich euch mal noch das dritte, was ich hier ausgearbeitet habe. Zack. Ich will euch damit einfach auch nur zeigen, man kann ja wirklich viele Stile entstehen lassen. Da ist auch für jeden irgendwas dabei. Genau, habe ich die noch gemacht. Das Rock'n'Roll Girl. Und ich freue mich so darüber, denn ich wollte unbedingt ein Pin-Up mit einem Pudeldress. Wer aus der Szene kommt, kennt das vielleicht. Das ist wirklich ein Klassiker. Rock mit Pudelmotiv. Da freue ich mich so sehr. Das ist jetzt mit der Hand gemacht. Einfach Polka-Dots und ergänzen dazu dann quasi die Schriftzüge und Herzen und den Kussmund auf der Platte genutzt. Ja, und dann würde ich denken, fangen wir einfach an. Ich zeige euch jetzt, womit ich arbeite, denn ich arbeite regulär
unheimlich gern mit den Clear Jelly Stamper Produkten. Dazu gehört nämlich auch Stempellack. Und dann räume ich jetzt mal meinen Tisch auf und dann geht's los. So, wer Stamping noch nicht kennt, ihr braucht auf jeden Fall so einen Stempel. Der hatte eigentlich Glitter hier drin. Das ist mir kaputt gegangen. Schade, schade. Den habe ich aber gesichert. Das ist der komplette Glitter, der in diesem Stempel war. Dementsprechend glitzere ich jeden Tag, wenn ich an meinem Tisch sitze, weil irgendwo immer Glitter ist. Ist aber nicht weiter schlimm. Tut nichts zur Sache. Der Stempel funktioniert trotzdem. Es gibt von Clear Jelly Stamper verschiedene Stempel. Geht natürlich auch von jedem anderen Hersteller. Ich habe auch andere Hersteller da. Muss aber sagen, ich arbeite lieber wirklich mit diesen Stempeln, einfach weil die super gut funktionieren. Wenn ihr einen Stempel bestellt, habt ihr hier so einen Scraper mit dabei. Dann gibt es zum Beispiel diesen Stamper. Den habe ich mir auch selber gekauft. Der ist etwas kleiner, wie man sieht, vom Durchmesser. Ich arbeite aber auch lieber mit dem großen, da mache ich auch kleine Details. Ich arbeite einfach gerne damit. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Und dann gibt es hier auch diesen kleinen Stempel. Das kann man hier auseinander machen. Da sieht man wieder den Größenunterschied. 1, 2, 3. Das Ganze gibt es auch noch viereckig. So, mal schön vorsichtig hier. Das packen wir jetzt wieder weg. Das hat schön gequietscht. So. Dann braucht ihr, um euren Stamper zu reinigen, also ich benutze dafür regulär zum Beispiel eine Fusselbürste. Und dann gibt es hier auch von Clear Jelly Stamper das Sticky Pad. Man sieht, ich habe es auch schon fleißig benutzt. Das werden wir jetzt ja gleich mal eine neue Seite quasi. Ich glaube, hier sind 50 Seiten drin. Damit reicht man wirklich lange. Also damit habe ich jetzt sämtliche Designs, die ich jetzt zum Schluss ausprobiert habe, genutzt. Aber das kann jetzt ruhig mal neu werden. Das nutzen wir, das tue ich mir immer an die Seite, einfach damit ich schnell griffbereit habe. Dann brauchen wir natürlich unsere Stempelplatte. Die sieht übrigens so aus, ich habe die euch noch gar nicht gezeigt. Jetzt sieht man wieder mich. Hallo! Genau, hier habt ihr jetzt die Motive. Und man sieht schon, das müssen wir uns jetzt zusammenpuzzeln, das Ganze. Das machen wir gemeinsam. Ich filme jetzt auch extra mal von links. Regulär filme ich nämlich eigentlich von rechts. Ich bin aber Rechtshänder und möchte euch natürlich auch den Blick mitgeben, wenn ich arbeite. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Zum Reinigen der Platte nutze ich immer acetonfreien Nagellackentferner. Das ist jetzt hier nachgefüllt. Das ist irgendeine Billigmarke vom Aldi, glaube ich. Da ist aber auch ein Billig-Nagellackentferner vom Rewe drin, den ich mir umgefüllt habe, weil ich halt diese Pumpfläschchen mag. Denn ich habe gerne alles immer so griffbereit, dass man auch schnell hantieren kann. Scraper nutze ich diesen. Der ist auch von Clear Jelly Stamper. Den gibt es im Dreierpack. Und damit bin ich so zufrieden. Wenn ihr auch Stamping-Probleme habt, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Vielleicht mache ich da auch mal ein detailliertes Video dazu. Ich habe auch vorab, habt ihr mir schon so viele Fragen dazu gestellt, weil ihr euch da auch detaillierte Videos zu wünscht. Am Anfang hatte ich auch den übelsten Struggle mit Stamping. Wirklich. Mein erster Stamping-Versuch, der war eine reine Katastrophe. Ich habe, glaube ich, eine Stunde an meinem Küchentisch gesessen und nichts hat funktioniert. Gibt viele Details, auf die ihr achten müsst, aber wenn ihr einmal das passende Material habt und das passende Handling, dann macht das so viel Spaß und ist so schnelle Nail Art, dann seid ihr definitiv genauso angefixt wie ich. Also das ist der Scraper, mit dem ich arbeite. Der geht immer super schnell sauber, ist relativ stabil. Ich mag auch nicht so diese weichen Kärtchen, ich mag das lieber härter, hat eine wunderschöne Kante, die muss nämlich auch möglichst sauber sein, damit ihr euch zum einen eure Platte nicht zerkratzt, denn auch mit Plaste könnt ihr die Platte zerkratzen. Und zum Reinigen der Platte benutze ich diese Pads. Ich habe jetzt schon wirklich viel ausprobiert, von Wattepads, Zeletten. Bisher hatte ich immer das Gefühl, zum einen, ich kriege die Platte nicht sauber oder ich zerkratze sie sogar. Selbst wenn ich Wattepads genutzt habe, hatte ich feine Kratzer auf meiner Platte. Das schadet zwar der Platte nicht, wenn ihr jetzt arbeitet, aber es sieht nicht schön aus und man möchte die Platte ja auch wirklich lange benutzen. Gerade auch vielleicht im Studiobereich. Und ich habe diese Pads hier entdeckt. Ich zeige euch das mal. Das ist ja so eine Riesenpackung.
Und die habe ich mir bestellt bei Nailways. Da gibt es übrigens auch die Clear Chili Stamper Produkte zu kaufen. Die sitzen in den Niederlanden. Der Versand ist natürlich ein klein wenig teurer. Ich mache meist große Bestellungen, einfach damit es sich auch lohnt. Bisher ist immer alles super angekommen. Es wird quasi von dort mit Sendungsverfolgung verschickt, wird hier dann an DHL übergeben und kommt super an, ohne dass man Probleme hat mit Zoll. Das entfällt ja in dem Fall. Es ist immer alles super verpackt. Ich bin da super happy und das ist quasi ein hauseigenes Produkt, was Nailways anbietet. Ich habe das auch nirgendwo anders bisher gesehen. Kann ich sehr empfehlen. Die funktionieren super. Man kann die sogar noch feiner zerteilen. Ich reiche damit wahnsinnig lang, kann die Platte super reinigen. So, auch mein Produkt. So, und jetzt braucht man natürlich noch Stamping-Lack. Und jetzt muss ich mal hier hinter mich greifen. Ich habe hier nämlich mich ganz schön breit gemacht. Da habe ich mir inzwischen eine ganz gute Sammlung angelegt. Das sind auch die Stamping-Lacke von Clear Jelly Stamper. Es geht natürlich auch jede andere Marke. Ich habe mich jetzt ein bisschen hierauf eingeschossen, weil ich wahnsinnig zufrieden mit der Qualität bin. Man hat ja sehr oft wenn man Stamping-Lacke kauft, hat man sehr oft das Gefühl, okay, die Marke, ja, die eine Farbe geht gut, die nächste Farbe wieder nicht. Und hier merkt man, es ist einfach wirklich alles aufeinander abgestimmt. Das können wir gleich draußen lassen, denn das Blau werden wir brauchen. Das brauchen wir auch. Ich nehme kein Schwarz, sondern ich nehme gerne dieses dunkle Braun. Hat sich einfach so eingebürgert. Ist kein Muss. Grün brauchen wir aktuell nicht. Dann brauchen wir noch einen schönen Hautton. Ich suche die mal alle in Ruhe zusammen. Kleinen Moment. So, da haben wir sie alle. Das ist die Farbe, die ich gerne als Hautton benutze. Die Farben haben alle Nummern. Also wenn euch das interessiert, das ist die 66, muss man die 0 vorwegnehmen, die 96. Dann habe ich hier verschiedene Blautöne, die ich benutzen werde. Denn was ich heute mit euch stampen möchte, das ist dieses Motiv. Denn das war auch eines meiner Wunschmotive, die unbedingt auf die Platte gehörten. Denn wer die Rockabilly Vintage Pin-Up-Szene kennt, weiß, man kommt nicht um dieses Motiv drumherum. Ich habe es selber auch schon fotografisch umgesetzt. Das ist die liebe Miriam. Haben wir vor einigen Jahren entstehen lassen. Und das ist Rosie the Revider. Habe ich auch mal einen TikTok zugedreht. Da findet ihr mich nämlich übrigens auf. Da mache ich nämlich die Vintage-Schule. Muss ich natürlich auch dranbleiben. Da bin ich etwas faul in Gänsefüßchen geworden in letzter Zeit. Ist genauso kurz gekommen wie das hier. Genau, steht einfach für die Frauenbewegung, Frauen in Männerberufen. Ist ein bisschen amerikanische Historie, ist aber einfach ein Symbol in dieser Szene. Und das möchte ich gerne mit euch hier umsetzen. Und dann würde ich denken, legen wir auch los. Ich habe jetzt hier mal einen Stamper rausgeholt. Den hat mir liebenswerterweise Clear Jelly Stamper mitgeschickt. Hier ist auch nochmal ein Ersatz-Stamper mit dabei. Und man sieht schon die Qualität, die ist wirklich grandios. Den mache ich jetzt nochmal sauber. Hier sieht man, hier klebt so ein kleiner Glitter drauf. Dann nehme ich einfach das Sticky Pad. Mache das hier nochmal sauber. Jetzt ist es weg. Genau, sodass das wirklich alles super, super clean ist. Wichtig, wenn ihr einen Nagellackentferner benutzt, der muss zwingend ölfrei sein. Guckt, wenn ihr da was kauft, dass der ölfrei ist. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich lege mir immer schon alles parat, was ich brauche. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Motiv. Und ich zeige euch das mal. Das ist quasi jetzt unser erstes Stück, was wir stampen werden. Dann kommt hier, das ist quasi das Shirt. Ihr seht das dann, wenn ich das Ganze stampe. Hier kommt noch ein Stück Ärmel und das Gesicht. Und dann haben wir hier die Outlines. Und hier kommt das Tattoo. Das kann man natürlich auch weglassen, wenn einem das Ganze nicht gefällt. Ich habe mir jetzt ein großes Motiv rausgesucht. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verkalkuliert. Denn ob man alleine zu Hause sitzt und für sich hin fummelt oder ob man das Ganze filmt, macht schon einen riesen Unterschied. Ja, so, ich habe hier vorbereitete Tipps. Da habe ich die Lacke von Coco & Claire benutzt. Die sind quasi aus demselben Hause, beziehungsweise von derselben Gründerin. Die Debbie hat die Clear Jelly Stamper Marke und Coco & Claire
gibt es noch Restbestände auch bei Neowales zu kaufen. Das wird leider aus dem Sortiment genommen. Ich bin ultra traurig, denn allein diese Flaschen und auch die Farben, die sind so grandios. Ich hatte mich so gefreut, einen Händler gefunden zu haben, der die Marke vertreibt. Leider, ja, manchmal ändern sich halt Dinge, ne? So, ich tue mir mal alles parat. Ich würde jetzt hier quasi nochmal die Platte kurz reinigen. Mein Sheet, den tue ich mir hier, den seht ihr jetzt nicht, aber den lege ich mir so, dass ich quasi genau sehe, wo grenzen welche Motive an. Ich reinige jetzt die Platte nochmal. Und das Tüchlein hier mit den Entferner, das lege ich mir gleich hierher. Da kann ich mich gleich meinen Scraper drauf reinigen. Dann lege ich mir den Stamper parat. Gehen wir jetzt nochmal drüber und reinigen das Ganze. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich sehr gerne mit acetonfreien Nagellackentferner arbeite. Der tut genauso seinen Dienst. Ich habe nicht die Gefahr, wenn ich hier noch Flüssigkeitsreste habe, dass ich mir dann meinen Stamper kaputt mache. Denn Aceton greift den Stamper definitiv an, auch wenn ihr Fusselbürsten benutzt, die viel zu klebrig sind. Da bitte gucken, keine spitzen Gegenstände, keine Reinigungsmittel wie Cleaner etc. Benutzt wirklich immer nur eine Fusselbürste oder eben das Sticky Pad. Das steht euch frei, aber geht da nicht irgendwie mit Reiniger dran oder raut den an, gar nichts. Den Nagel habe ich so weit vorbereitet, dass ich den ganzen Nagel versiegelt habe. Glatt versiegelt, also Hochglanz versiegelt. Der muss auch nochmal schön gereinigt sein, dass da jetzt keine Fettrückstände oder so drauf sind, denn sonst könnte es sein, dass euer Lack nicht hält. Ich weiß, viele strugglen da auch. Wie gesagt, ich mache gerne auch nochmal ein separates Video dazu, zu den Techniken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich habe schon Videos gesehen, wo Leute mit Bonder etc. gearbeitet haben. Tut das nicht. Das ist einfach nicht nötig. Wenn ihr das richtige Material habt, dann braucht ihr einfach einen wunderschönen glatten Untergrund und dann funktioniert das Ganze super. Denn auch ein Bonder zum Beispiel, da ist ja auch eine Säure drin, die greift wieder euren Stempel an. Und den wollt ihr ja nicht kaputt machen. So, das tue ich mir hier an die Seite. Dann würde ich jetzt das Ganze benutzen als Hautfarbe. Und dann heißt es eigentlich auch nur schnell arbeiten. Bei mir ist heute nämlich wieder ultra warm. Den Lack immer gut schütteln vorher. So. Dann mache ich mir hier die Farbe aufs Motiv. Das muss auch nicht viel sein, es muss nicht schwimmen. Und dann heißt es jetzt einfach schnell arbeiten. Und dann scrapen, abrollen, fertig. Na, ihr seht, es hat super geklappt. Die Reste, die hier sind, die nehme ich mir einfach mal mit dem Stamper runter. Dann mache ich mir den hier gleich sauber. Und dann geht's los. Ich sehe gerade, ja, ich mache das jetzt nochmal, weil ich müsste einfach nochmal sauberes scrapen. Das ist halt der Vorführeffekt, ist aber nicht schlimm. Ich mache das jetzt hier nochmal schnell in Ruhe. Wie gesagt, das ist auch immer der Vorführeffekt, ne? Ob man dann alleine zu Hause sitzt. Für mich ist auch Stampen jedes Mal wirklich üben. Üben, üben, üben. Und wenn ihr mit Stampen anfangt, probiert euch mit kleinen Motiven. Das macht sich nämlich wesentlich besser. Das soll nicht passieren. Passiert nur ständig. Ich hasse es. So. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera seht. So, und dann bringen wir unser Motiv auf. Ich würde jetzt hier oben mittig anfangen, denn wenn ich auf mein Kärtchen gucke, der Kopf ist quasi zentral. Ganz wird das Ganze nicht drauf passen. Das ist aber auch nicht schlimm. Und dann presse ich das Ganze schön an und halte. Also auch nicht schnell drüber rollen, sondern halten. Und löse das ganz langsam ab. Zack. Und da haben wir auch schon unser Motiv übertragen. Und dann können wir schon mit dem nächsten Layer anfangen. Da kommt jetzt das Shirt.
wir da zwei Blautöne. Ich zeige euch nochmal das Sheet, ne? Wir haben jetzt quasi die Haut gedruckt. Jetzt kommt das T-Shirt. Und da sieht man hier, das ist quasi das Shirt. Soll ich euch mal reinzoomen? Ich weiß allerdings dann nicht. Ich hoffe, ihr seht dann alles noch gut. Und hier kommt quasi ein Stück noch vom Ärmel. Das wird in einem anderen Blau gestammt. Und dann nehme ich mir einfach hier zwei verschiedene Farben. Ich habe ja einmal ein helleres und ein dunkleres Blau. Und als Anhaltspunkt wird dann das Shirt. Ich habe ja den Kopf gerade zuerst gedruckt. Man sieht, es muss quasi jetzt genau mittig drunter gesetzt werden. Ne? Ich muss mich am Hals orientieren. Das stampen wir nachher separat. Das heißt, das Stück muss frei bleiben. Jo, mal schauen, ob es klappt. Ist jetzt auch nicht das einfachste Motiv, was ich mir ausgesucht habe. So, Farbe. Das ist gut geworden. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, das haut jetzt hin. So. Ich muss euch hier leider immer mal so ein bisschen das Bild klauen. Ich hoffe, das passt nachher mit den Outlines. Bei einigen Motiven muss man auch vorher wirklich nochmal üben, muss ich ehrlich gestehen. Die sind relativ komplex, aber wie gesagt, sind auch einfache Motive dabei. So, jetzt kommt der Ärmel. Beziehungsweise, jetzt werden wir quasi mit mehreren Farben gleichzeitig arbeiten. Wir haben hier das Tuch, Lippen. Also ich würde alles gleichzeitig jetzt dämpfen. Und dann mache ich jetzt einfach hier großzügig die Farbe drauf. Und da es warm ist, mache ich das auch so, dass jetzt wirklich hier, ich sag mal, so ein Tröpfchen schwimmt, weil uns das dann nicht so schnell antrocknet, wenn wir das scrapen. Und dann kommt quasi das Blau für die Augen. Und den Ärmel. Und so könnt ihr auch mit mehreren Farben gleichzeitig einmal das Bett reinigen hier. So, und ich würde jetzt so abziehen. Ne, wartet. Doch, nein. Wie ziehe ich ab? Wenn ich das so ziehe. Ja. Jetzt hast du rote Augen. Dann machen wir die Augen nachher nochmal extra. So. Das wird jetzt hier quasi genau dazwischen gesetzt. Und dann suche ich mir hier einen Orientierungspunkt. Die Lippen, Ärmel und zack. Und dann hoffen wir, dass das nachher passt. Ist auch jedes Mal spannend. Muss ich gestehen. Es ist jedes Mal spannend. Aber wenn es dann klappt, wie gesagt, große Motive sind auch wirklich schwieriger wie kleine Motive. Hat super geklappt und mein Stempel ist sogar sauber. So, jetzt. Dann machen wir nochmal die Augen. Gut, die Augen brauchen wir die jetzt zwingend. Da würde ich sogar mutig sein und sagen, die müssten weiß sein, ne? Ja. Aber da können wir uns das jetzt wie folgt einfach machen. Weil das Kleine hier, könnt ihr das sehen? Das sind das ist das Weiß in den Augen quasi und die Lippen. Und dann stellen wir die Lippen einfach nochmal als Anhaltspunkt. Weiß, weiß, weiß. Ich weiß. Hier ist weiß. Ja.
Machen wir wieder alles schön trocken. Und ihr braucht, auch wenn die Fläschchen klein aussehen, ihr braucht so ultra wenig davon. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Ihr braucht ganz, ganz wenig davon. Da reicht ja wirklich eine Ewigkeit. Die gibt es auch in größer natürlich. Lup. So, jetzt ziehen wir das Ganze seitlich ab, damit uns die Farben hier nicht verwischen. Zack, zack. Geschafft. Seht ihr das? Es ist ultra klein, aber man sieht es. So, jetzt greifen wir einfach mal um die Kamera und jetzt versuche ich euch dass ich das für euch zeigen kann. So, jetzt habe ich quasi nochmal drüber gestempelt. Das geht auch, ne, wenn jetzt Farben zum Beispiel nicht so deckend sind. Wenn ihr da Übung habt, dann einfach zweimal quasi drüber stempeln. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Outlines. Zwischendurch immer noch mal gucken, dass eure Farben auch wirklich schön zu sind, sonst ärgert ihr euch. Und dann kommen jetzt die Outlines. Müssen wir noch mal unsere Platte reinigen. Schnell das Pad reinigen und dann möglichst schnell arbeiten, wenn es so Feinheiten sind. Und das ist perfekt geworden. Wirklich perfekt geworden. Seht ihr? Also selbst wenn ihr keine Übung habt, was jetzt das Ausfüllen angeht, dann einfach nur die Outlines nutzen. Man kann ja auch das dann ausmalen. So, jetzt muss ich mich, wartet, dass ihr ein bisschen was seht. Jetzt muss ich mich natürlich hier konzentrieren, dass ich hier die richtigen Anhaltspunkte finde. Das Gesicht ist natürlich super wichtig. Jetzt habe ich an der Kamera gewackelt. Wartet mal, ich muss mich mal hier etwas unhöflich aus dem Bild nehmen. So, jetzt kann ich es euch zeigen. Das ist echt mit Kamera vor der Nase. Ist das nicht toll geworden? Es ist jetzt nicht 100%ig, ne? Das sieht man. Aber das passt. Das ist auch nicht so dramatisch. So, und dann nehme ich wieder den Stempel ganz vorsichtig ab, um zu sehen, ob auch wirklich alles haftet. Ein Traum. Ist es nicht ein Traum? Und wisst ihr, was ich gerade merke? Ich habe eigentlich für das Motiv einen gelben Nagel gemacht, weil der Hintergrund ja eigentlich bei dem Motiv regulär gelb ist. Und ich habe vor lauter Aufregung einfach den grünen genommen. Aber gut, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Dann ist halt einfach mal der Hintergrund grün. So, dann reinige ich wieder hier mein Pad. Die kleinen Reste hier ab. Und man sieht auch, wenn man da immer gründlich reinigt und auch die Platte fusselfrei reinigt, das ist nämlich auch, wenn ich denke, jeder, der stempelt, der kennt das, ne? Man macht die Platte sauber und es gibt einfach Platten, da hatte ich auch schon Fragen, wie erkennt man den Unterschied? Wenn ihr eine Platte habt, die ihr mit einem Wattepad reinigt und es bleiben euch wirklich an den Motiven die ganzen Fusseln hängen, dann ist die Platte einfach viel zu tief geprägt. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass es keine gute Qualität ist, denn je flacher das Ganze ist und je feiner quasi das Ganze in diese Platte reingearbeitet wurde, desto besser bekommt ihr auch die Farbe raus, ohne dass ihr so, ich sag mal, Farbabrisse habt, ne, wo dann irgendwo Stückchen fehlen. So, jetzt ist die Frage, wollen wir hier noch ein Tattoo ihr schenken? Aber ich denke, wir machen das. So ist das ja bei der Platte vorgesehen. Das ist einfach ein bisschen New School. Ja, welche Farbe nehmen wir da jetzt? Ich könnte jetzt ein Grau nehmen. Aber vielleicht machen wir das einfach auch nochmal mit dem Schwarz. Und dann muss ich jetzt ja die Platte auch nicht
Ihr habt jetzt hier immer meine Lampe. Seht ihr das so vielleicht besser, ohne dass das euch blendet? Ich denke, dann machen wir hier einfach mal ein bisschen mehr Platz. So. Ich hoffe, das passt dann noch mit dem Licht. Na, ich tupfe das dann so ein, und was ich doch wirklich mal brauche, ultra wenig von dem Lack. Zack. Und wir hätten ja sicherlich auch eine andere Farbe nehmen können. Tada! Ich finde es super schön. Ich finde es toll. Das Motiv hatte ich auch noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Ich hatte das kleine mal probiert und also das ist so ein schönes Gefühl, wenn man eine Platte hat, wo der eigene Name drauf steht. Ja. Hier, da steht's. Miss Sherry Pinup. Also davon werde ich definitiv meinen Enkelkindern noch erzählen. Ich finde es mega. So, jetzt die Frage. Wir könnten hier natürlich jetzt noch irgendwie das Motiv einrahmen mit Blümchen. Können wir auch noch machen, wenn ihr wollt. Dann würde ich auch denken, weil wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wir sind ja schon bei, naja, gute halbe, dreiviertel Stunde wird das Video lang, ne? Dann machen wir hier noch ein paar kleine Details, machen nicht 3 Nägel, sondern machen wirklich nur den einen Nagel und den machen wir aber besonders schick. Genau. Und ich würde jetzt einfach den Nagel versiegeln, damit, wenn wir jetzt hier, ich würde jetzt hier, glaube ich, eine Rose unten draufsetzen, dann ist es ein bisschen eingerahmt, damit, wenn uns da irgendwas nicht gelingt, wir das Ganze wieder abnehmen können. Dann mache ich einfach wieder einen klaren Versiegler drauf. Und was ich auch wirklich jedes Mal schön finde, wenn ihr einen Versiegler drauf macht, dann hat man das Gefühl, dass die Layer, mit denen wir vorher gearbeitet haben, regelrecht ineinander verschmelzen. Wenn ihr mit Versiegler arbeitet, schaut, dass ihr einen Versiegler habt, der keine Löcher zieht. Also ich habe einiges ausprobiert in den Jahren. Ich hau das jetzt einfach mal schnell in die Lampe hier. So. Und die Versiegler, die quasi glänzend versiegeln, das ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt hier von Emmy-Nails, den habe ich schon ewig im Schrank stehen und eigentlich gar nicht benutzt. Und ich habe auch in meinen vergangenen Videos einige Videos gezeigt. Aber ich habe sehr, sehr oft das Problem, dass Versiegler bei der zweiten Schicht Löcher ziehen. Und dieser tut das nicht. Also wen das interessiert, Emmy-Nail hatte ich ja auch zuletzt, ich glaube das vorletzte Video, das seht ihr ja, wenn euch das interessiert, guckt da einfach mal in meine Videoliste, habe ich ein Video gemacht. Ich habe sehr viel von Emmy-Nail, bin da auch super zufrieden mit. Dieser Versiegler tut das nicht, der hat allerdings eine Schwitzschicht, die müsst ihr einfach abnehmen. Ja, also bevor ihr stempelt, das ist ganz wichtig, die Schwitzschicht muss runter. So, und nach 60 Sekunden, die haben wir jetzt auch gleich überbrückt, zack, das ist immer auch schon fertig. Hole ich jetzt einfach die Schwitzschicht hier runter mit Cleaner und gut ist. So, und dann können wir nämlich weitermachen. Wie gesagt, auch wenn ihr da unsicher seid, wie jetzt die Outlines, ne, das ist natürlich auch immer ein Risiko, dann macht einfach eine Schicht Versiegler drüber und probiert euch da nochmal. So, machen wir das nochmal trocken. Wenn es quietscht, ist gut, ne? Ah, herrlich. So, bei mir hatte sich jetzt zwischenzeitlich die Kamera verabschiedet. Der Akku war alle. Und ich habe das genutzt, habe eine Pause gemacht, habe auch mal probiert, hier die Blumen aufzubringen, habe aber festgestellt, irgendwie erschlägt es das Motiv. Deswegen habe ich beschlossen, wir nutzen jetzt hier den Schriftzug Pin-Up und setzen den quasi unter unser Motiv. Und dann gucken wir mal. Ich bin nicht zufrieden mit der Farbübernahme hier. Ich habe gerade eben schon probiert. Irgendwie will das nicht mehr hier. Jetzt braucht man noch ein paar Zelletten.
Nachschub. Zack. So, nochmal. Am besten ist, wir schütteln das Ganze nochmal. Upsala. Denn wenn ihr das Gefühl habt, dass die Farbe nicht gut aufgenommen wird, dann immer noch mal die Fläschchen schütteln. Wer da auch Tipps für Stamping sucht, ich verlinke das auf jeden Fall unter dem Video. Probiert den Kanal von Clear Chili Stamper aus. Der ist wirklich genial. Ich habe dort so viel gelernt. Ich habe dort wirklich den Spaß zum Stamping auch gefunden. So, und jetzt drücken wir die Platte einfach mal ein Stück nach unten, dass die auch gerade ist. Ich glaube, das war nämlich mein Problem. Das sieht schon besser aus. Nicht hundertprozentig. So, das Girl nehmen wir weg. Das wollen wir nämlich nicht. Und dann auf ein neues. Das setzt mal hier ruhig so ein bisschen mit rein. Und so kann man mit einem Scrape 2 Sachen übertragen. Tata! So, hier haben wir jetzt noch einen kleinen Bips Rot. Den nehmen wir jetzt einfach weg. Und dann würde ich, damit das Ganze auch den Stil so ein bisschen auch aufgreift, hier mit einem wunderschönen Metallic Grün diese Sterne mit aufnehmen. Ich liebe ja den Atomic Style. Das ist auch ein gewisser Stil im 50er Jahren, amerikanischer Stil. Gibt es auch ein Video auf meinem TikTok-Kanal in meiner Vintage-Schule. Denn Atombomben zünden war ja in den 50er Jahren das hat nicht funktioniert, war das ja wirklich ein Touristenmagnet in Las Vegas. Und da ist ein regelrechter Hype entstanden. Wenn man das mit dem heutigen Wissen allerdings sieht, ne, oder hört, dann fasst man sich an den Kopf. Aber ich glaube, das geht uns nicht anders, wenn wir oder unsere Kinder in 50, 60 Jahren sich anhören, was wir so getrieben haben. So, auf ein neues. Wieder schnell arbeiten bei den kleinen Motiven. Das sieht ganz gut aus. Besser wie vorher. Und das setzen wir jetzt einfach hier oben als Lückenfüller mit rein. Muss mal gucken, dass ihr das auch seht. Und das sieht ganz charmant aus, finde ich. Das ist dezent. Ist jetzt nicht so krass auffällig. Soll es auch gar nicht sein. Weniger ist manchmal mehr. Und diese kleinen Sterne, hier gibt es verschiedene Arten von Sternen. Deswegen ist hier übrigens auch das Raketengirl drauf. Das stand nämlich auch auf der Zeit. Das Pin-Up, was auf der Rakete fliegt. So, jetzt läuft es wieder hier. Und das setzen wir einfach hier mit hin. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Und seid da auch mutig und stempelt ruhig mal über den Rand. Wenn ihr auf dem Naturnagel stempelt, dann entweder mit Nagellackentferner arbeiten. Alles, was auf der Haut ist oder im Rand, ist überhaupt kein Problem. Das kann man wieder mit Nagellackentferner entfernen. Dafür gibt es zum Beispiel auch hier von Clear Chili Stamper, das ist, wartet, den hatte ich mir auch mal gekauft, gibt es ja so einen Pinsel. Und der ist extra dafür gedacht, dass wenn ihr quasi hier im Rand Lack habt, wenn ihr jetzt stempelt, dass ihr das dann mit Nagellackentferner dann auch wirklich sauber kriegt. Der hat eine wunderbare Stabilität. Kann man natürlich auch jeden anderen Pinsel nehmen, aber da ich die Marke mag, habe ich mir natürlich den Pinsel gekauft. So, noch einmal. Zack. Zack, zack. Und bei mir steigt ja auch die Temperatur inzwischen. Das ist nicht so schön. Wirklich nicht so schön. Deswegen. So.
glaube, hier unten machen wir auch noch ein Sternchen hin. Wieder trocken. Einmal über den Sticky Pad. Ah, der ist nicht so schön geworden. Den müssen wir nochmal machen. Den müssen wir nochmal machen. So, auf ein neues. Da versuchen wir jetzt auch mal nur den großen. Ja, das können wir gelten lassen. So, die kleinen Sachen, die kann man hier auch super mit dem Scraper abnehmen. Und den packen wir jetzt einfach hierher. Ich finde es toll. Mir gefällt's. Dann würden wir jetzt hier nochmal versiegeln. Und dann haben wir einen wunderschönen Schmucknagel geschaffen. Und da kommt dann auch nochmal dieser schimmernd, der schimmernde Stempellack, der kommt dann auch nochmal richtig schön zur Geltung. Und das ist zum Beispiel ein Grund für die, die auch ihre Nägel selber zu Hause machen. Ein Grund, warum ich liebend gerne meine Nägel zu Hause mache. Denn sowas hat mir im Nagelstudio nie jemand angeboten. Ganz im Gegenteil, ich habe einmal mir was stempeln lassen. Und ich weiß gar nicht, das war hochentschuldigt, das war lieblos, das war ja auch keine große Auswahl. Ich meine, gut, mittlerweile hat sich das Ganze auch ein bisschen verändert, aber es ist ja auch Kunst, ne? Und gute Studios, die auch wirklich Kreativität verkaufen, die gibt es ja Gott sei Dank immer mehr. Viele junge Frauen, die da auch wirklich kreativ sind. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt noch beschlossen, wir machen den Nagel. Ich habe übrigens zwischendurch, zu meiner Schande, ich habe hier mal mit diesem großen Motiv gearbeitet. Habe ich jetzt mal so einen kompletten Nagel gemacht. Wie gesagt, ich musste ja irgendwie die Pause nutzen, als ich hier nicht filmen konnte. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, aber ihr seht, das funktioniert. Der Nagel ist auch relativ groß. So, der ist jetzt fertig. Und ich finde den toll. Ich finde den toll. Der ist echt schön. Ha! Also wenn ihr auch aus der Stilrichtung kommt, dann lasst mir unbedingt mal ein Handzeichen in den Kommentaren da. Und, was machen wir jetzt hier eigentlich? Wartet, wir machen jetzt hier, wollen wir einfach mal noch ein paar Blümchen machen? Wir machen jetzt hier mal noch ein paar Blümchen. Der muss ja jetzt nicht zwingend dazu passen. Ich würde, weil die Platte hat auch wunderbare Blumen. Ich habe hier eine Rose, die wird mir jetzt einfach mal stampen. Und die besteht, die haben wir hier auf der Platte, besteht aus 4 Elementen. Ja, das ist unsere erste Schicht. Dann kommt die zweite Schicht hier dazu. Dann haben wir die Blätter und die Outlines. Und das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Und dann nehmen wir hier, ich habe hier diese anderen schönen Farben. Die müssen wir mal zwischendurch zumachen. Und dann legen wir mal los. Und lassen wir hier eine schöne Blume entstehen. Was sagt er dazu? Ich glaube, hier ist echt zu warm. Ich merke es am Lack. Der lässt sich nicht mehr so schön verarbeiten hier inzwischen. Bei mir steigt hier auch die Temperatur. Ja. Das ist nicht so einfach.
Sieht auf jeden Fall schon besser aus wie unser erster Versuch. Und wichtig ist, wenn ihr das aufnehmt, dass ihr euch merkt, wo oben und unten ist, dreht den Stempel nicht. Machen wir jetzt hier, den machen wir hier unten hin. So. Zack. Schicht Nummer 1. Und wenn ihr Platz habt und nicht wie ich hier gucken müsst, dass er nicht gegen das Stativ kommt oder hier auf beengten Raum, dann scrapt einfach nach oben. Dafür habe ich jetzt hier einfach den Platz nicht. Dann spart ihr euch nämlich zwischendurch das Putzen und dann kann man schon viele Motive im einmaligen Durchgang quasi, ohne dass man mal zwischendurch putzen muss. Das ist ja doch ziemlich nervig. So, einmal den Pad reinigen hier. Zack. Das ist auch gut geworden. Man sieht das jetzt kaum, aber jetzt muss ich natürlich wieder gucken, wie das Ganze hier dazwischen gehört. So. Dann kommen noch die Blütenblätter. Und die müssen wir jetzt, müssen wir uns Orientierungspunkte suchen. Dieses Blatt, man sieht es hier an den Outlines, das kommt quasi in dieses Blütenblatt. Das ist hier unser Ansatz, hier ringsherum. Da orientieren wir uns jetzt dran. Selber noch mal gucken hier. So. Das ist doch toll geworden, oder? Ich finde es grandios. Man kann das jetzt auch ohne Outlines lassen. Ja, also nur so als Vorschlag. Ich finde das so sogar richtig, richtig schön. Vielleicht machen wir hier einfach einen Nagel draus. Da gucken wir mal, dass wir hier jetzt noch ein Motiv in die Mitte setzen und vielleicht noch ein Blümchen. Oder wir lassen den einfach so. Aber wir wollen ja hier auch ein bisschen was zeigen. Weil ich finde, wenn man jetzt so mit der Technik läuft, es heute echt super. Ich habe jetzt ja gerade fleißig gestempelt und mich mit euch unterhalten. Und will Pause drücken und stelle fest, ich habe vergessen, Start zu drücken. Also ich habe jetzt hier dieses wunderschöne zarte Pin-Up in der Mitte dazu gebastelt. Und leider hat es nicht aufgenommen. Ich würde aber auch denken an der Stelle, ja, wir haben jetzt echt viel gezeigt. Ich freue mich. Im nächsten Video zeige ich euch die nächste Stempelplatte. Und wie gesagt, es gibt auch ein drittes Video. Da werde ich beide Platten miteinander kombinieren. Wenn ihr sagt, zeig mehr davon, das interessiert mich, wie auch immer, dann schreibt mir da bitte oder lasst mir da einen Kommentar da. Wer sich da nicht traut, man kann mir auch gerne auf Instagram schreiben. Das machen ja auch viele von euch. Da bin ich auch schneller unterwegs, um zu beantworten wie auf YouTube. Und da kann man auch persönliche antworten oder auch mal Bilder schicken. Und ja, dann stellt mir da gerne eure Fragen und ich versuche, die mit ins nächste Video zu nehmen und aufzugreifen. Denn jetzt kommen definitiv ja 3 Videos in Folge. Das ist Nummer 1, also da bleiben noch 2. Stellt eure Fragen, ich beantworte die sehr gerne und nehme da auch gerne eure Anregungen auf. Ja, und dann würde ich denken, ich zeige euch nochmal, was wir geschaffen haben heute. Das ist, ich habe die Schwitzschicht vergessen abzunehmen, fällt mir gerade auf. Wenn man immer ohne Schwitzschicht arbeitet, dann vergisst man das gerne. So. Es ist doch echt schön geworden, oder? Ich finde es toll. Genau. Hier nochmal die ganzen Motive. Da kann man wirklich viel mitmachen. Hier seht ihr auch nochmal
die Stempelplatte selber. Jede Stempelplatte hat eine Nummer. Ich verlinke euch das aber auch. Ich hoffe, es gibt sie bald bei Nailways zu kaufen. Mal gucken, vielleicht nehme ich da auch mal Kontakt auf und frage, denn es gibt einige neue Stempelplatten, auf die ich mich auch schon sehr freue. Es gibt auch neue Farben. Und dann würde ich mich jetzt ins Outro verabschieden, jetzt noch nicht abschalten, denn von dieser Stempelplatte darf ich ja, wie gesagt, ein paar an euch weitergeben. Und das wird auch die nächsten beiden Videos so sein. Und ja, dann wünsche ich frohes Stempeln. Ich freue mich, dass ihr so lange mit mir durchgehalten habt. Alles hat heute nicht reibungslos funktioniert. Aber so ist das. Wir sind ja auch nicht hier, um alles perfekt zu machen, sondern wir wollen Spaß haben. Und man sieht, selbst wenn man immer übt, es geht nicht immer alles so leicht von der Hand. Ist aber auch nicht schlimm. Genau, so. Und dann besucht gerne mein Insta. Da werde ich zwischendurch auch, wenn ich mit der nächsten Stempelplatte jetzt die nächsten Tage mir ein paar Motive überlege und auch ein bisschen kreativ bin, werde ich Bilder posten. Ja, dann höre ich, es darf schon vorbeischauen. So, jetzt genug gequatscht, ab ins Outro und da gibt es nochmal ein paar Infos, wie ihr an diese wunderschöne Stempelplatte kommen könnt. Tschüss! So, und da sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es war ja doch ein langes Video, aber ihr habt ja schon gesagt, das stört euch nicht und ihr hört mich auch gerne reden. Und ich spanne euch mal nicht länger auf die Folter. Ich habe ja gesagt, es gibt ein Giveaway. Und zwar habe ich hier 2 Platten, die mir von Clear Chill Distemper zur Verfügung gestellt wurden, damit ich die an euch weitergeben kann. Und das Ganze funktioniert ganz einfach. Hinterlasst da einen Kommentar unter diesem Video mit dem Hashtag MissSherryPinUp, damit ich auch weiß, dass ihr die Platten gewinnen wollt. Kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich möchte kommentieren, aber nicht die Platte gewinnen. Die Auslosung würde ich in 2 Wochen machen. Ich habe mir überlegt, ich mache das Ganze mit einem Live, allerdings nicht hier auf YouTube. Das ist momentan noch limitiert, da ich die 1000 Follower noch nicht erreicht habe. Deswegen, wenn du jetzt schaust und noch kein Follower bist, dann lass mir gerne ein Follow da. Dann wächst der Kanal noch ein bisschen und dann kann ich sowas auch einfacher machen. Wir machen das auf Instagram. Die genaue Zeit würde ich euch dann zum gegebenen Zeitpunkt noch bekannt geben. Und ja, dann suchen die 2 hier einen glücklichen Gewinner, Gewinnerin, wie auch immer. Nächste Woche zeige ich euch dann die Tattoo-Platte. Da werde ich wieder ein Giveaway haben und auch wieder 2 Platten verlosen, von der anderen Platte natürlich. Und im 3. Video kombinieren wir die ja. Da kann man jeweils 2 Platten, also eine Tattoo- und eine Pin-Up-Platte gewinnen. Also man kann auch mehrfach mitmachen. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall erstmal allen viel Glück. Nailways habe ich inzwischen auch kontaktiert. Es sind wohl neue Lieferungen unterwegs. Es gibt ja auch viele neue Platten generell und neue Farben. Die sollen wohl eintreffen. Nailways gibt mir da eine Info, wenn das Ganze angekommen ist. Folgt mir da auch gerne auf Insta. Da würde ich dann nämlich bekannt geben, wenn es neue Produkte im Nailways Shop gibt oder ihr schaut einfach selber. So, ja, was bleibt noch zu sagen? Ich danke auf jeden Fall, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Hinterlasst gerne ein Abo. Das ist auch kostenlos. Dann verpasst ihr keine meiner künftigen Videos. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch. Das hilft ein bisschen, den Algorithmus anzuschubsen, damit man mein Video auch sieht. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ich danke euch. Ich gehe jetzt noch ein bisschen feiern. Ich liebe es, damit zu arbeiten. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit der neuen Platte. Und dann danke ich euch und sag ciao, bleibt kreativ. Eure Sherry.